Hi, wir machen heute einen ganz schnellen Low-Carb-Kuchen, also eine Low-Carb-Version von einem niederländischen Butterkuchen oder wie er im Original heißt, Boterkoek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil mein Niederländisch ist, nicht vorhanden. Für unsere kohlenhydratarme Version von diesem Boterkoek brauchen wir 190 Gramm Butter, 30 Gramm Bambusfasern, 60 Gramm Mandelmehl, 50 Gramm Erythrit, am besten zu Pulver gemahlen, damit es sich einfach gut auflöst. Und dann habe ich Allulose genommen, und zwar 60 Gramm, weil Allulose karamellisiert und wir dadurch diese schöne braune Zuckerschicht kriegen und der Kuchen halt schön weich wird. Alternativ zeige ich euch heute aber auch die Variante mit Erythrit alleine. Und dann brauchen wir für den Teig noch ein Eigelb zum Bestreichen und 10 Gramm Flohsamenschalen. Zuallererst musst du jetzt für den Butterkuchen die zimmerwarme weiche Butter zusammen mit der Allulose und dem Erythrit schön cremig schlagen. Das dauert so 4 bis 5 Minuten, bis so eine richtig schöne, buttrige Creme entstanden ist. Mit der Küchenmaschine geht es etwas besser, mit dem Handmixer funktioniert es aber auch. Und dann habe ich zuerst die Mehle vermischt, also das Mandelmehl mit den Flohsamenschalen und den Bambusfasern. Und ich habe da jetzt nur eine Prise Salz genommen, weil ich das mit dem halben Teelöffel überlesen habe. Du nimmst einen halben Teelöffel. Und dann vermischt man das alles gut, damit es sich einfach im Teig besser verteilt. Und dann gibst du dieses Mehlgemisch einfach zu dem Butter-Süß-Gemisch und rührst nochmal gut durch. Aber nicht so lange, sondern tatsächlich nur so lange, bis einfach ein Teig entstanden ist. Ja, und den Teig gibst du jetzt auf eine Frischhaltefolie, wickelst das Ganze ein und du tust dir leichter, wenn du jetzt dann schon deine Backform nimmst und einfach mal den Teig in ungefähr die Form der Backform bringst. Ich habe jetzt hier eine 21 cm runde Backform, weil wir müssen den Teig nämlich jetzt kühlen, und zwar entweder im Kühlschrank für circa eine Stunde oder aber, wenn du keine Zeit hast, so wie wir, dann kommt der Teig für 15 Minuten ab ins Gefrierfach. In der Zwischenzeit kannst du jetzt deine Backform schon einfetten und ja, in die Backform kommt dann ein Backpapier rein, also ein rundes, und das fetten wir nochmal ein, damit halt der Kuchen da schön drauf bleibt. Jetzt müssen wir noch einstreuen mit Allulose oder wenn du die Variante mit Erythrit machst, dann halt mit kristallinem Erythrit. Und dann habe ich die Form einfach so schön ausgeschüttelt, wie man das mit Mehl normalerweise auch macht. Und dadurch kriegt eben der Butterkuchen in unserem Fall eine Allulose-Schicht außen rundum. Ja, und dann war es später, nachdem die Teige beide gekühlt haben. Ich habe sie dann sicherheitshalber beschriftet, damit wir die wieder erkennen. Und da sieht man, nach einer Viertelstunde im Gefrierschrank ist der Teig richtig schön hart geworden und der muss jetzt einfach nur noch in die Form reingedrückt werden und glatt gestrichen werden. Glatt streichen deswegen, damit er hinterher halt schön aussieht, weil wir müssen ihn jetzt nochmal mit einem Eigelb bestreichen. Und zwar verquirlst du einmal dieses Eigelb und streichst ungefähr die Hälfte von dem Eigelb auf den Kuchen drauf, weil wenn das gemacht ist, dann muss der nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank oder alternativ für die, die keine Zeit haben, so wie wir, gibst du den Teig einfach nochmal für ungefähr 5 Minuten in den Gefrierschrank. Und dasselbe machen wir jetzt auch mit dem Erythrit-Teig. Also Teig auspacken, Teig in die Form quetschen, glatt streichen, mit Eigelb bestreichen, ab in den Kühl- oder Gefrierschrank. Und wenn das Ganze dann aus dem Kühlschrank oder Gefrierschrank wieder rauskommt, dann siehst du, dass sich das Eigelb so richtig schön verteilt hat. Und ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Also bei meinem ersten Kuchen, den ich gemacht habe, habe ich es richtig gemacht, beim zweiten jetzt hier nicht. Und zwar ritzt du nicht erst das Muster ein, sondern du bestreichst erst nochmal mit Eigelb und dann wird ein Rautenmuster reingeritzt. Das machst du am besten mit einer Gabel. Einfach so drüber ziehen, nicht zu tief, sondern ja, so wie du das da reinritzt, bleibt das nämlich am Ende auch nach dem Backen. Das verläuft nicht wirklich. Selbiges habe ich mit dem Erythrit-Kuchen gemacht und damit sie beide gleich behandelt werden, habe ich natürlich bei beiden denselben Fehler gemacht. Und jetzt müssen die ab in den Backofen, der am besten schon auf 160 Grad Umluft vorheizt. Wir haben jetzt hier links die Allulose und rechts den Erythrit-Teig und das backt für 30 Minuten.
Und wenn der Kuchen dann fertig ist, der sieht jetzt hier ziemlich dunkel aus. Der rechte hier jetzt auf dem Bild ist der Allulose-Kuchen, der linke ist der mit Erythrit. Du lässt die Kuchen am besten abkühlen. Die sind am Anfang weich, aber die werden fester und dann kann man die rausholen aus der Form. Das ging bei dem Erythrit-Kuchen viel besser. Der ist allerdings auch viel härter. Bei der Allulose habe ich richtig unten reinfahren müssen und dann, damit ich das Backpapier etwas anheben kann. Da ging es nicht so einfach. Der Allulose-Kuchen ist nämlich weicher. Und wie man auch sieht, ist der Erythrit-Kuchen unten heller als der Allulose-Kuchen. Und ich habe da nochmal drauf geklopft und vielleicht hört man es. Der mit Erythrit ist tatsächlich etwas fester. Also essen kann man beide, machen kann man beide. Ich finde aber der mit Allulose, und auch der Nico hat es gesagt, der mit Allulose ist einfach viel buttriger, viel weicher. Der zerschmilzt richtig gut im Mund. Und man sieht jetzt hier auch, der Erythrit-Kuchen ist mehr so wie so ein großer Keks. Auch absolut in Ordnung. Aber wenn du Allulose hast, mach die Variante mit Allulose, weil das ist dann so richtig schön buttrig, weich. Und das ist auch der Vorteil der Allulose. Die macht Gebäck einfach weicher, im Gegensatz zu alleine mit Erythrit. Probier es aus. Wenn du es ausprobiert hast, schreib es in die Kommentare. Sag uns, wie es dir geschmeckt hat. Sag uns am besten auch, welche Variante du gemacht hast. Also ob du mit Allulose oder mit Erythrit oder mit Xylit das gemacht hast oder vielleicht mit sogar einer ganz anderen Süße. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder.